Heute wollte ich mal etwas Traditionelles kochen. Ein Broiler, Federvieh oder auch Brathähnchen genannt. Zusammen mit Gemüse und Kartoffeln. Wir fangen damit an, einen Topf mit Wasser zu füllen und geben eine gute Prise Salz dazu. Danach entfernen wir die Triebe von den Kartoffeln und schneiden die schwarzen Stellen weg. Anschließend geben wir die Kartoffeln vorsichtig in den Topf. Das habe ich off Camera gemacht. Danach kümmern wir uns um das Federvieh. Wir entfernen etwaige Überbleibsel der Federn. Zusätzlich könnt ihr das Hühnchen abwaschen. Ihr solltet es danach mit Zewa abtrocknen. Für die Marinade verwenden wir einen Trockenrub. Hierfür 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Paprikapulver und einen Teelöffel schwarzen gemahlenen Pfeffer. Ihr könnt gerne noch einen halben Teelöffel Knoblauch und Zwiebelpulver dazugeben. Mixt die Gewürzmischung gut durch und dann verteilt sie gleichmäßig über das Hühnchen. Massiert die Gewürze gut ein. Als Füllung in das Hühnchen habe ich 2 Selleriestangen gedrittelt, 4 Knoblauchzehen und ein paar Stränge nicht mehr ganz so frischen Thymian verwendet. Anschließend platzieren wir das Hühnchen auf einem Rost und darunter einen Auffangbehälter. Das kann ein normales Backblech sein. Ich habe diesmal eine kleine Backform verwendet. Das Hühnchen verliert sehr viel Fett und Flüssigkeit beim Backen. Ihr solltet das Hühnchen mindestens 40 Minuten bei 180 Grad backen. Besser noch 60 Minuten bei 160 Grad, um es durchzugaren und anschließend 10 bis 15 Minuten bei 180 Grad für die Farbe. Wenn ihr habt, könnt ihr mit einem Fleischthermometer die interne Temperatur messen, um auf Nummer sicher zu gehen. Mit dem Hühnchen im Backofen können wir uns um die Beilagen kümmern. Dafür vierteln wir ein paar braune Pilze sowie 3 Zwiebeln. Wir wollen das Gemüse etwas grob halten. Wir nehmen noch eine Handvoll Mini-Tomaten und waschen diese ab. Bei Gelegenheit überprüfen wir die Kartoffeln im Topf. Wenn die Gabel beim Einstechen ohne großen Widerstand bis in die Mitte dringen kann, dann sind die Kartoffeln durch. Meine waren noch etwas fest. Ich habe in meinem Kühlschrank noch ein bisschen Brokkoli gefunden. Von dem schneiden wir die ganzen, ich weiß nicht genau, wie die richtig bezeichnet werden. Ich nenne es einfach mal Äste ab. Die schneiden wir dann noch in mundgerechte Stücke. Als nächstes schälen wir noch 2 Karotten. Spitzen und Strunk schneiden wir ab. Ich habe die Karotten diesmal längs halbiert und in grobe Stücke geschnitten. Zum Marinieren des Gemüses geben wir etwas Rapsöl in eine Schüssel, Salz und Pfeffer dazu und gut durchmixen. Bei den Zwiebeln habe ich mir noch die Mühe gemacht, die Viertel in die einzelnen Schichten aufzuteilen. Inzwischen hat das Hühnchen etwas Farbe bekommen und schon etwas an Fett verloren, welches wir in der kleineren Backform aufgefangen haben. In diese Backform geben wir die Mini-Tomaten und backen diese mit. Wir überprüfen die Kartoffeln noch einmal und diesmal sind sie fertig gekocht. Also gießen wir das Wasser ab. Im Grunde sind die Kartoffeln fertig und ihr könnt diese so verwenden. Ich wollte aber etwas ausprobieren, und zwar die Kartoffeln mit Schale leicht zu quetschen, damit sie aufplatzen und etwas wüst aussehen. Diese sollen anschließend kross rausgebacken werden. Falls ihr es nicht kennt, wenn ihr ein Backpapier knüllt und das dann wieder aufmacht, könnt ihr es ganz einfach auf ein Backblech legen, ohne dass es sich wieder aufrollt. Wir verteilen das Gemüse auf dem Backblech. Da ich eine kleinere Backform habe, für das Auffangen des Hühnchenfetts lege ich das Gemüse am Rand aus. Falls ihr nur ein Blech habt, könnt ihr es ähnlich handhaben. Schaut einfach, dass die Tomaten mittig liegen und von dem Hühnchenfett profitieren. Ihr solltet beim Gemüse auch darauf achten, die Sachen mit unterschiedlichen Backzeiten zu unterschiedlichen Zeiten in den Backofen zu geben. Ich zum Beispiel hätte den Brokkoli noch nicht mit reintun sollen, sondern erst später, da dieser schneller backt, als die Kartoffeln kross werden und die Karotten weich werden. You live, you learn. Bei den Pilzen und Zwiebeln habe ich es beachtet.
Während die Sachen im Backofen backen, kümmern wir uns darum, die Küche etwas aufzuräumen. Danach schneiden wir die Petersilie klein. Diese verwenden wir für die Soße und zum Garnieren. Inzwischen können wir auch die Zwiebeln und die Pilze in den Backofen geben. Diese landen bei mir in der gleichen Form wie die Tomaten, da die Pilze und Zwiebeln von dem Hühnchenfett profitieren. Ich habe das Hühnchen in der Zwischenzeit einmal gewendet, ihr müsst es aber nicht machen. Nach inzwischen 25 Minuten habe ich die Tomaten aus der Backform gefischt und in einen separaten Behälter getan. Nach weiteren 10 Minuten habe ich dann noch etwas von dem Hühnchensaft aus der Backform geholt. Nach 50 Minuten Backzeit war ich der Meinung, dass das Hühnchen fertig sein sollte. Ich habe den Sellerie und die Knoblauchzehen rausgeholt und zu den Tomaten gegeben. Bei den Festigkeiten von beidem hätte mir schon auffallen sollen, dass alles noch etwas mehr Zeit gebraucht hätte. Aber ich hatte Hunger. Wir pürieren dann die Tomaten, den Sellerie und die Knoblauchzehen zu einer sehr kräftigen Gemüsesoße. Wenn alles püriert ist, geben wir einen Teil der Petersilie dazu und einen Schuss Essig. Abschmecken, Salz und Pfeffer nach Belieben dazugeben. Wir können das Gemüse auch aus dem Ofen holen. Der Brokkoli hat eine gute Farbe. Die Karotten sind noch etwas bissfest. Die Kartoffeln haben leider etwas zu wenig Farbe. Diese hätten noch etwas länger backen müssen, um eine krossbraune Farbe zu bekommen. Nichtsdestotrotz, wir schneiden das Hühnchen an. Ein gutes Stück von der Brust und einen Schenkel. Alles auf einem Teller anrichten, Pilze und Zwiebeln, Brokkoli, Karotten und Kartoffeln. Die Soße drüber, mit der übrigen Petersilie garnieren. Sieht sehr gut aus. Damit könnt ihr sicher eure Liebsten beeindrucken. Wir probieren und bewerten von 0 bis 10. Gemüse und Soße schmeckt hervorragend. Die Kartoffeln haben leider keinen Crunch. Das Hühnchenfleisch schmeckt sehr streng nach Huhn. Allem in allem 7,2 von 10. Das Ganze hat eine sehr lange Zeit gebraucht und das Resultat hat nicht übertrieben gut geschmeckt. Wenn ein Gericht lange dauert, sollte es auch sehr gut schmecken. Ich habe leider erst danach festgestellt, dass das Hühnchen noch nicht ganz durchgebacken war und der strenge Huhngeschmack daher kam. Ich habe anschließend das ganze Huhn noch weitere 20 Minuten bei 180 Grad gebacken und mit einem Fleischthermometer die interne Temperatur überprüft. Das Fleisch hat dann auch deutlich angenehmer geschmeckt und die Kartoffeln waren deutlich krosser. Hier hätte ich eine 8,5 von 10 vergeben. Vielen Dank fürs Zuschauen. In the shadows where we meet,